In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man ausgehend von einem Balkendiagramm, bei dem die einzelnen Monate über 3 Jahre hinweg nebeneinander dargestellt sind, zu einer übersichtlicheren Darstellung gelangt, indem die 3 Jahre nebeneinander dargestellt werden. So ist auf einen Blick leichter zu erkennen, wie sich die Werte in den Wintermonaten Januar, Februar, März und in den Sommermonaten Juni, Juli, August unterschieden haben. Hierzu sind nur wenige Schritte notwendig. Ich beginne im Designer und lege eine berechnete Dimension an. Hierzu verwende ich den Formeldesigner, suche die Datumsdimension des Models aus, wähle hier die Monatsbeschreibung und vergebe den Titel Monatsraster. Ich kann jetzt das alte Datum entfernen, wir sehen aber, dass hier die Sortierung noch alphabetisch ist. Darum ändere ich diese auf die richtige kalendarische Reihenfolge, das heißt, sie beginnt mit dem Januar und endet mit dem Dezember. Als nächsten Schritt lege ich mir eingeschränkte Kennzahlen an, da im Moment innerhalb des Verkaufs alle Werte zwischen 2019 und 2021 kumuliert sind. Ich habe hier bereits 2 Jahre vorbereitet, 2019 und 2020, und zeige kurz, wie ich 2021 erstellen kann. Ich gehe hier auf Duplizieren. Das ist eigentlich nichts anderes, als dass ich hier eine eingeschränkte Kennzahl verwende. Ich gebe ihr einen Namen, 2021, wähle die Dimension Datum aus und hier wähle ich das Jahr aus, 2021. Als letzten Schritt entferne ich die ursprüngliche Kennzahl. Nun ist zu erkennen, wie sich die Monate der einzelnen Jahre unterscheiden. Um es grafisch noch leichter ersichtlich zu machen, besteht die Möglichkeit, eine Abweichung zu ergänzen. Hier schlägt das System selbst schon Abweichungen vor. Es ist allerdings leichter, eine andere Abweichung heranzuziehen. Ich möchte alle Kennzahlen vergleichen, wie in diesem Beispiel mit 2020. Und ich skaliere es nicht mit dem Basisdiagramm, sondern zeige es als eigene Balken an. Zu erkennen ist jetzt, dass die Spalten im Jahr 2020 alle einen Nullwert aufweisen, da es sich dabei um meine Referenz handelt und die Jahre 2019 und 2021 jeweils den Vergleichswert darstellen. Das heißt, die grünen Balken stellen eine positive Entwicklung gegenüber 2020 dar und die roten Balken hingegen zeigen eine negative Entwicklung im Vergleich zum Referenzjahr. Es kann jedes beliebige Jahr als Basis verwendet werden und die jeweils anderen dazu im Vergleich. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns, wenn Sie bei Fragen auf uns zukommen.